In diesem Video möchte ich euch von einem ganz merkwürdigen Einkaufserlebnis berichten, von einer Lokomotive, die Märklin so nie gebaut hat. Angefangen hat das Ganze, weil ich die Idee hatte, mir eine einfache Lokomotive zu kaufen, um sie noch zu altern. Passend zu dem Güterzug, den ich schon angefangen hatte zu altern, wobei ich erstmal bei einem Wagen war. Um meine Grundidee, eine Lokomotive passend dazu zu altern, meine vorhandenen Lokomotiven mit Metallgehäuse mir aber viel zu schade waren in dem Zustand, in dem sie sich befinden. Und so hatte ich die Idee, mir eine Baureihe 216 von Märklin zu besorgen. Habe die Anzeigen durchgeblättert im Internet und habe gefunden eine Anzeige Märklin 3675 Mehrzwecklokomotive Baureihe 216 der DB Digital Lopi 4 neuwertig original verpackt für 67 € inklusive Versand. Mein Gedanke, okay, wir haben hier ein Kunststoffgehäuse. Der Preis ist in Ordnung, dafür, dass ein Hochleistungsantrieb schon drin sein soll und ein Lopi 4. Das sind die Decoder, die ich in erster Linie auch in meinen anderen Lokomotiven verbaut habe. Die Nummer 3675, ein limitiertes MHI-Sondermodell. Und was ich nicht so genau beachtet habe, das waren die Fotos, die dabei waren. Das habe ich dann erst gemerkt, wie sie bei mir zu Hause ankamen. Auf der Unterseite der Lokomotive war auf einem der Fotos die Nummer 3675 und die Decoder-Adresse 22 mit einem kleinen Klebezettel aufgebracht. Und damit war das für mich klar, dass das eigentlich das Modell ist. Was ich nicht beachtet habe, dass dieser Unterbau türkisfarben war. Und bei der Nummer 3675 von Märklin haben wir eigentlich ein schwarzes Untergestell verbaut. Etwas verwundert über die merkwürdige Farbgebung habe ich mich dann hier kurz mit Colts Preiskatalog beschäftigt und natürlich auch im Internet, um dann festzustellen, dass das Gehäuse von einer 3075er Lokomotive stammt von Märklin und das Fahrgestell von einer 3674 stammen müsste. Und die Packung, die dabei sein sollte, entpuppt sich als 3774. Das war die Klarsichtlokomotive, die Märklin mal in der Variante aufgelegt hatte. Ich bin dann hingegangen und habe dann dem Verkäufer mal geschrieben und als Antwort bekam ich dann hier in Auszügen: Wir registrieren alle Modelle mit der Artikelnummer und Adresse, können Sie auch auf einem der Bilder sehen. So ist das Angebot entstanden. Zu Ihren Erkenntnissen: Die Modelle 3075 und 3674 haben wir nie besessen. Das Klarsichtgehäuse 3774 hatten wir ebenfalls nicht. Welches Modell in dieser Originalverpackung war, wissen wir nicht. Vermutlich war da das richtige Modell 3774 drin und wir haben das Fahrgestell mit einem Gehäuse versehen. Also hier fehlt mir jetzt so ein bisschen die Logik. Entweder wir hatten das Modell nicht oder wir haben das Modell mit einem anderen Gehäuse versehen. Aber das nicht vorhandene Modell mit einem anderen Gehäuse zu versehen, denke ich, ist relativ schwierig. Die Betriebsnummer 216-25-7, die sich auf meinem Gehäuse befindet, gibt es nicht in meinem gesamten Märklin-Programm. Eine Abbildung der 216-025-7 gibt es nicht, ich habe keine gefunden. Ich habe Ihnen nun die Problematik dargestellt und komme zu dem Ergebnis, dass Sie ein Modell haben, welches von Märklin so nie gebaut wurde. Aber Sie haben es doch. Naja, für mich nicht nur, dass ich es jetzt habe, sondern es wurde mir auch so verkauft. Für mich jetzt ganz interessant im Nachhinein, dass es also Leute gibt, die ihr eigenes Märklin-Programm haben und die Artikelnummern dort aber nicht finden können von Lokomotiven, die sie mir verkauft haben und mir dann sagen, dass sie sie eigentlich nie besessen haben. Weder die Einzelteile noch die Lokomotiven, von denen die Einzelteile stammen, verkaufen diese Lokomotiven aber. Und es scheint auszureichen, wenn ich einen Zettel mit einer anderen Nummer auf ein Fahrgestell klebe, dass das dann zu der anderen Nummer wird. Also ich bin verwirrt. Die Lokomotive habe ich jetzt erstmal behalten, habe mir eine weitere 216 gekauft, für 30 € gebraucht, werde das Ganze jetzt umbauen, denn die Lokomotive, die ich bekommen habe, aus den ganzen Einzelteilen gebastelt, fährt ganz normal, funktioniert wunderbar, hat auch tatsächlich einen Hochleistungsmotor drin und den passenden Decoder, der auch wunderbar funktioniert. Ich werde mir jetzt aus den beiden Lokomotiven eine gescheite zusammenbauen und werde dann demnächst eine gemischte Lokomotive mit allerdings den richtigen Bezeichnungen dann bei eBay verkaufen, um mein Geld wieder reinzukriegen. Den Aufwand, das Ganze jetzt rückabzuwickeln mit einem privaten Verkäufer und zu hoffen, dass das alles funktioniert, ist mir ehrlich gesagt zu groß, zumal der Decoder und der Hochleistungsantrieb voll in Ordnung sind.
Und was lernen wir aus der Geschichte? Also ich werde mir demnächst, wenn ich mir irgendwo etwas kaufe, die Fotos noch besser anschauen, die Fahrgestelle und die Gehäusenummern bei gebrauchten Lokomotiven genau vergleichen, damit ich so ein Gebastel demnächst verhindern kann. Und wenn jemand 100% Bewertungen hat, etwas, wo ich eigentlich im Vorfeld auch immer danach schaue, bedeutet es leider nicht, dass man auch 100% korrekte Lokomotiven bekommt. Ich tröste mich mit dem Gedanken, dass ich ja wahrscheinlich nicht der Einzige bin, dem sowas passiert. Ich denke, es gibt Schlimmeres. So, das war's von mir mit dem Märklin-Modell, was so von Märklin nie gebaut wurde. Ich danke euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch viel Spaß. Demnächst gibt's wieder mehr und bis gleich.